Yes, good morning. Heartily welcoming for everyone that is here. Wir sind so gesegnet. Gott hat uns gesegnet. Hat uns Entscheidung, was wir getroffen haben, hat gesegnet und wir freuen uns total. 2013, dann leiten die Elseweit sich taufen. Und wir waren so froh, dass wir nicht hatten dürfen fragen, wann sind wir mal batu und wann wir gewählen. Und von der aus uns Drehrer sehen, uns Walter hier in der Reihe, wir freuen uns total. Wir haben nicht, hat selbst zu sein gekriegt, dass Jesus brauchen und das annehmen, was selbst in sein Zeugnis zu vermitteln. Und da freuen wir uns da. Und jetzt kam mit all diese jungen Männer top gesehen und versucht, ihn zu schicken haben und ihre Frauen, was abkommen in ihr Leben. Und von der und wir mit Frieden hier zu Tauffast sein und freuen uns, dass Gott hat ihn Üben aufgemerkt und sind wir so froh da. Als ich so nachdenke, was können wir mitteilen an so einem Tag ist das, wenn die Jungs wollen getauft sein. Und das erste kamen mir dann wenigstens die Gedanken an, wo fängt Taufe an und was passiert dann. Und als Johannes in der Wildnis anfängt zu predigen, Menschen, die fangen an zu kommen und taufte durch. Und als ein Teil Menschen kommen, dann auf einmal dann hier sich das Messer, aber was will je hier überhaupt alle? Dann auf einmal dann hat wieder und schreit und tränt und sagt, ganz grobe Wort und sagt, Schlangenbrause, was will ihr hier, woher kommt ihr hier nur taufen? Und so, wenn ich dann denke, von der an ist das nicht der Fall, dass wir wollen nur noch große Warnungsrutschmieten und was immer für diese vier junge Männer hier. Wir haben mit ihnen gesehen, wir haben ihnen aufgehorcht, wir haben ihnen Ruhe gegeben. Und als Johannes in der Wildnis stand und die Menschen in der Hand kamen, dann auf einmal sagte er, du musst noch erstmal was gelehrt worden, das schafft das nicht. Das ist nicht so, dass das angehen kann. Und dann fängt er an und deut ein bisschen mit und sagte, dass in der 10. Vers in Luke 3. Kapitel, Luke 3, Vers 10, und die Menschen fragen, was sollen wir tun? Und dann fängt er an mitzuteilen, was sie tun sollen. Und das sagt nicht, dass er ihn nicht getauft hat, aber er gibt ihnen gedeihen, was er Leben soll sein. Das erste, der teilt er mit, dass wenn wem an Kleider fehlt, dann kickt er nur. Und wenn wem an das was fehlen, dann sagt er nur, dass die das wollen haben. Das ist eine Abgabe, wenn ihr kommt, von mir getauft zu werden, dann das sind Abgaben, wo ihr kann nur kicken. Und dann der zweite, dann in Vers 12, da sagte der Tagsklagte, der soll nicht recht mit der Tags verrechnen. Wenn die Rechnung führen, dann dauert das reich. Und dann kommen die Soldaten und fragen, was ist dann unsere Abgabe? Und dann sagt er, dann dauert kein mit Gewalt was an. Der sieht zufrieden mit das, was ihr betont kriegen, das scheint recht behandeln. Das sind Abgaben, was Johannes die Tauflinge mitgeben wird. Diese Sachen soll ihr checken. Das, wo ihr nur checken kann. Das ist eine Abgabe, wo wir können uns praktizieren. Und ich glaube, von der ersten Tag kriegt es aus den Menschen, nur Johannes kam, sich taufen lassen. In Mark 16, Vers 16, das ist ein sehr bekannter Vers, was wir alle Verken gehört haben. Und er sagt, wer geläuft und gedeiht wird seilig worden. Das ist ein sehr einfacher Vers, sehr einfach zu verstehen. Und er sagt, wer geläuft und an Wort bleiben, wir können das Vers vielleicht weit expanden, aber ich werde von der nicht. Aber sagt, wer geläuft und gedeiht wird seilig worden. Und dann sagt er, aber wer nicht läuft und gedeiht wird, das sagt er nicht. Aber die wollen nicht gerat worden. Und so, wir freuen uns, dass wir das
dass Gott uns die Augen aufgemerkt hat, dass wir kennen, das Glauben. Da sind viele Menschen in der Welt, die würden auch wollen, das Glauben. Aber die finden nicht den Weg dahin. Gott hat nicht die Augen aufgemerkt. Hat das alle gegeben, was du erst, dass sie kennen sein, aber sie nehmen das nicht an. Was immer du musst sein. Aber das sagt hier, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt worden. Und dort sind grobe Werte, aber das sind, was Jesus selbst sagt, dass gerutzt euer Heim im Himmel fahren wird. Wer glaubt in gedeiht wird, der wird gerat worden. Das sage ich nicht, dass dann mal sein, aber das sage ich dann der wird selig werden. Und das sind Entscheidungen, was wir merken können, um dort zu glauben. Das sind Dinge, wo keiner braucht zu fallen, dass somebody, der bemott uns das mal zu glauben. Das ist, was wir in freie Choice haben, anzunehmen und dort zu glauben. Und Gott schenkt uns das Frieden in uns Hort, dass wir können geloten sein, wann auch Ram uns Dinge sein, was uns nicht interessieren, oder nicht so sind, als wir die würden gleichen. Aber Gott gibt das in uns Hort, uns yes. Gott sein Jes gibt uns ein Jes die Gewissheit, dass wir Gott seine Kinder sind. Und das will wir chosen, dort zu glauben, was sein Wort uns lehren wird. 1 Peter 3, Vers 21 sagt, das ist das. Und er redet mir von, wo Noah Chapbüt und wo Gott Geduld hat mit den Menschen. Aber dann hier sagt er, daran wird zu sein, was Deipen für uns bedienen soll. Was haben wir von dort lernen? Er sagt, wo Noah, der 8 Personen gerat worden, und er sagt, du und ich sein, was Deipen für uns bedienen soll. Und er sagt, dort ist nicht, dass uns durch den Dreieck von Körper gewaschen wird, aber dort wie Gott nur ein gutes Gewissen frauen, weil Jesus Christus von dort abgestanden ist. Die Taufe, das Wasser, was gebraucht wird, das ist nicht, dass dort uns reinigen wird, aber das ist ein Symbol von dort, was passiert ist an diese jungen Männer. Und dort freuen wir uns. Wir können nicht sagen, dass ich modern, wenn ich die Taufe gekriegt habe, dort ist, wenn ich frei bin. No, das ist ein Symbol von ein Beweis, dass das ist all passiert. Und das sagt, dass wir können ein gutes Gewissen haben, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Ein friedliches Gewissen haben. Wir können sicher sein, das ist, was Gott in meinem Leben geschafft hat. Ich habe mich entschieden, an das zu glauben, was die Bibel uns lehren hat. 1 John 3, Vers 19 sagt es, wir wollen weiten, dass Jesus Christus in uns lebt, und wie ein geruhiges Gewissen für Gott, haben können. Wir wollen weiten, dass Jesus Christus in uns lebt. Wir wollen nicht zweifeln, lebt er in mir oder nicht. Wenn ich in Sinn lebe, dann will ich vertwiebelt sein. Dann will ich zweifeln an dort. Aber wenn ich mich versuche reinzuholen und nicht in Sinn lebe und immer nur die Heilung streben, da reines Leben zu leben, dann sagt er, dann wollen wir weiten, dass Jesus Christus in uns lebt. Und wenn Jesus Christus in uns leben wird, dann können wir ganz geloten sein, dass wir weiten, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. 20. Vers sagt, wenn uns Hort uns verurteilt, ist Gott gerade aus uns Hort und weit, wo dort mit uns steht. Excuse me. Wir können ein ruhiges Gewissen für Gott haben. In Galatians 3, Vers 26, da sagt er, nun sind ihr durch den Glauben an Christus Jesus alle Gott seine Kinder. Und dann in Vers 27 sagt er, weil wir immer in Christus gedeupt ist, hat Christus angetragen. Der hat Christus angetragen. Wer durch getauft ist, der hat Christus angetragen. Wir können sagen, so als wir uns einen Helm antragen, oder ein Jacket antragen, so haben wir uns Jesus Christus angetragen. Wir haben uns den Namen gegeben, dass wir wollen dort leben, was wir von Jesus lernen können in der Bibel. Wir wollen dort leben. Wir haben uns dort angenommen. Das ist, was wir leben wollen. Und dann wollen wir aber sehr bald antworten, dass wir noch einen fleischlichen Körper haben, was wir noch manchmal wollen machen, sagen, das ist nicht so, wie wir das tun. Wir tun so, als das in der Bibel geschrieben steht. Dort ist, was wir leben wollen. Nicht so, als uns fleischlicher Körper denkt. No, wir tun dort, was der Jesus Gottes uns Anleitung vergeben hat. Wir leben in Gemeinschaft mit
en unseren ander. Mark Quird, ich kann den Namen nicht gleich sagen, aber Mark Quird, der sagt, so steht, wer die Gemeinschaft nicht segnet, und dann redet von mit gläubigen Menschen, wer diese Gemeinschaft nicht segnet, der sagt, den kann die Sache von Jesus Christus nicht sehr groß am Hart legen. So, wenn wir uns Jesus angetroffen haben, dann soll uns die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen auch sehr groß sein. Und wenn uns dort nicht ist, dann sagt es, dann ist uns Jesus auch nicht sehr groß am Hart. Dann ist uns dort nicht sehr wichtig, was wir uns angetroffen haben im Glauben. Und so, deswegen ist es wichtig, dass wir uns in anderen Mut sprechen. Ich will Luther noch davon lesen. In 1 Corinthians 12, Vers 12, 13 und 14, da sagt es, so als ein Körper ein Ganzes ist, wenn der auch viele Glieder hat, und all die Glieder so viel als dort auch sind, ein Körper sind, so ist das auch mit Christus. So ist das mit Christus. Das ist in uns, wir alle haben uns am angetragen, und wir alle sind ein Part von seinem Körper. Wir haben verschiedene Gaben. Ich will nicht in die Linie gehen. Aber dann in Vers 13 sagt er, wir sind alle durch einen Geist en ein Körper gedeupt. Auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freie. Wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Das ist, was das wirkt, dass so eine junge Mann auf einmal abkommt und Frauen können wie getauft worden. Weißt du, das Geist, was in uns lebt, was auch an diese jungen Männer anfangen zu leben, oder auch an die jungen Schwestern, die fangen an zu leben und die trägt uns danach. Sie haben von diesem Geist zu trinken gekriegt und dort, was verlangen ist, ein Part von diesem Körper zu sein, durch Jesus Christus, oder in Jesus Christus. Ein Körper ist nicht bloß mit einem Glied gemerkt, der ist mit vielen Gliedern, und so ist es auch, sind wir auch als Kirche, wir sind von vielen verschiedenen Gaben, vielen verschiedenen Charakters, wir sind aber ein Körper in Jesus Christus. Und dort ist, was Gott freuen wird, wenn wir uns uns einander spalten, uns einander anzunehmen und abzubauen, im geistlichen Leben uns Mut zu merken, uns anzuspornen, uns zu drehen, uns halten, uns vermuten, uns tragweisen, was immer das alles sein, dort ist, wo wir uns enteiven können. Und dann, wo wir aber bald antworten, wenn wer was zu uns sein, dass wir something zu ändern haben, oder dass wir auf einmal wo sein, was nicht göttlich ist, dass wir dann auch wollen humble sein und das annehmen und dem Bruder dafür danken, oder der Schwester dafür danken, dass wir uns denken halten tun. Dass die so viel Leid für uns haben, dass die uns denken haben, oder dass die uns Mut merken, oder was immer brücken wird. Dort ist eine geistliche Gemeinschaft gebaut worden und gestärkt worden. In Hebräer 10, Vers 20, da sagt es, als Jesus selbst hat uns durch das Opfer von seinem Körper diesen nie ein lebenden Weg nur Gott haben abgemerkt. Das sagt ein neuer Weg und das sagt auch ein lebender Weg und wodurch ist der durch? Das ist durch Jesus sein Opfer, durch dort, was Jesus getan hat, ist das Weg, den haben abgemerkt. Und von der, so ich schon am Anfang auch sehe, können wir wählen, an dort zu glauben. Wir können freiwillig dort glauben. Das ist nicht, dass uns das wer bemachen wird. Vers 21 sagt, so habe ich nun einen großen hohen Priester über Gott sein ganzes Haus. Und dort ist Jesus Christus. Der ist du, den hier wir an. Er ist der Priester über die ganze Kirche. Und arm die hier wir an. Und arm unterstellen wir uns. Vers 22. Dann weil wir nun mit wahrhaftig abbrechen Hort und festen Glauben an Gott gehen, mit gereinigten Horten und los von beiden Gewissen und ans Körper gewaschen mit reinem Wasser. Nicht mit das Wasser, was von dem, was gebraucht wurde, zum Taufen, aber mit das Wort Gottes.
Dat Wort meide steden betekent als water, levendig water, als reinend water, als water zum reinigen. Dat is wat het betekent. En van daar zegt het ja wieder hangehen ans Gewissen, los van bij zijn Gewissen, niet in bij zijn Gewissen metdragen gaan en dem wat we alles gedaan hebben, wo we nog niets met gedaan hebben. Er zijn dingen wo we zijn met ingewikkeld, wo we gaan liggen gelaten. Nou, we hebben die abgeklaard. We hebben dat met Jezus durchgeredet. We hebben am Vergebung gevraagd. We hebben het nicht door liggen gelaten, dort so wen ans Gewissen frei ist, ans Gewissen rein ist. Und dann in Vers 23 sagt es, weil wir daran festhalten, die Hoffnung zu bekennen, die Hoffnung wird uns geben, dass wir in Jesus sind, werden wir die wiedergeben, werden wir davon reden. Und dort ohne Zweifeln, weil die dort Versprechen gegeben haben, ist treu, dass wir das haben. Das ist nicht bloß was Versprechen, was nicht wahrhaftig ist. Das ist wahrhaftig, das ist treu. Jesus ist treu, er gibt das. Vers 24 sagt es, weil wir abholen uns einander anspornen. Das erste sagt, weil wir abholen. Und wenn das nicht nochmal wird darauf ankommen, am Top zu holen, woran wird es uns dann anspornen? Wir sind alle verschieden. Und dazu werden Paulus, der Briefschreiber, uns anspornen, der Top holen. Even wenn wir nicht gleich alles verstehen können. Aber dann sagt es wieder, uns anspornen und gute Worte. Für die Message, was ich hier heute rede von, wir sind gerade durch den Glauben, aber wir wollen gerecht werden an unsere Worte nur. Und hier wird der Schreiber uns anspornen, dass wir selber gute Worte tun. Dass wir uns an gute Worte üben, dass wir uns an gute Worte praktizieren. Und das sagt, dass wir uns anspornen. Das meint so viel, wie wir uns nach Momenten Bedenken gehabt. Das sind Worte, wo Gott nicht kicken wird. Oder was wir können tun, was zum Segen wird sein für uns eigenes Leben. Und dann in Vers 25 sagt es, von der Versammlung wegbleiben, so es eingedauert. Das wollen wir nicht. Aber viel lieber uns anspornen, uns einander Mut zu sprechen. Und dort ist wichtig, weil es der letzte Tag nur kam, so als sein kann. Das ist so leicht. In dat, ich las eine Beschreibung, wo in 92, dann wir stets mit Ram gefragt worden, manche Christen, und dann sagt es, dass wir 80% der haben zugestimmt, dass wir können gut Christ sein ohne Kirche, ohne andere Glauben. Wir können Gott allein Christ sein. Und hier sagt uns das Schreiber aber, dass wir uns sollen Mut sprechen, nicht von der Versammlung wegzubleiben, nicht allein für sich Christ zu sein, sondern uns einander zu drehen. In Galatians 6, Vers 2, glaube ich, erst wo das sagt, dass wir sollen uns einander halten, einer seine andere loszudrehen. Das wird es brauchen, dass wir können top holen, dass wir können abgebaut sein, dass wir können gestärkt sein. In der letzten Tag sagt er, der Tag kommt nur, dass Jesus wird kommen, und dann braucht er, dass wir rein sind, ein reines Gewissen haben, und frei sind von uns Fleisch, was uns manchmal wel in eine Versägung führen, dass wir nicht nur dort nur leben tun. Romans 10, Vers 9 sagt es, wenn du mit dem Müll Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott am von Tod abgeweicht hat, wirst du selig. Wer von Horten glaubt, wird gerat. Und wer mit dem Müll bekennt, wird selig. Der Schrift sagt, wer immer an ihm glaubt, wird nicht zu Schanden worden. Wenn wir an Jesus glauben, dann gibt die Schrift uns eine Versprechung, dass wir nicht wollen, zu Schanden worden und auf einmal zu Ziel gestellt worden. Aber dann wollen unsere Worte, dass ich lesen, dass wir wollen uns anspornen und einander ein gute Wort in uns üben. Dort ist, was Gott sein wird uns anspornen. Und dort können wir uns freuen. Und ich weiß, ich habe das belebt, wenn ein Bruder und mich kam und mir Dinge denken hatten, und was das erste, der im Kopf ran, dass wir, na, was geht dir das an? Das ist eine gemeine Sache. Aber von der an
zijn ik zo froh dat ik dan niet de weer zie. En Luther, ik weet, ik kan wel zijn gewoon den broeder bedanken ervoor, maar ik innerlijk, ik vrij me. Dat de broeder cared voor mij. En zo ook van der, van deze 4 Brüder hier, Port worden van de kerk. Dat kan zijn, junt wat denken gehouden worden. Eller dat kan zijn, junt wat God wat junt dat hart laat, zelfs we denken te houden. En dat is wat het brukt. En dat we kan een gezegende familie Gottes zijn. Mag God junt zijn. We hebben afstand en beden wordt passend is. Vater in Himmel, we zijn dankbaar voor deine leven. We zijn dankbaar voor deine gemeenschap, wat we kan beleven. We zijn dankbaar dat u ons dat je openbaard hast, dat we dat zijn kan. En Vater, we vrijen ons dat u onze kinderen nentra in des. Dat die wel een part zijn van deine kerk. Vater, we zijn dankbaar daarvoor. We danken die voor den zegen, wat u ons immer ware toescheren des. We kan kijken in ons wonderen en ons vrijen voor dat wat u gedaan hast en ook weer in ons des. Vader, ik dank u ook voor deze verzameling wieder, wo du met iedereen een zijn, moest iedereen een zegenen, de freudigheid geven, im Herrn te leven, met de vrede, dat we kan in vrede, reinheid gewassen leven. In Jezus' naam. Amen.